Mein Name ist Oliver Plöger und ich bin heute zu Gast im Kölner Palladium. Warum? Weil hier heute einer der, wenn nicht gar die erfolgreichste deutsche Metalband überhaupt spielt, nämlich Heaven Shall Burn. Die machen zumindest in meiner Wahrnehmung so ein paar Sachen so ein bisschen anders als viele andere Bands. Wieso, weshalb, warum? Einfach dranbleiben. Nachher seid ihr hoffentlich, fingers crossed, schlauer. Samstagmittag 13 Uhr, hier im Vorraum vom Palladium wird noch ordentlich Merchandise-Tetris gespielt. Muss natürlich alles sortiert werden. Und ich treffe jetzt erstmal Mike Weichert, Gitarrist von Heaven Shall Burn. Mike, jetzt mal ehrlich, was habt ihr da für eine Bühne, Alter? Was habt ihr da an Equipment alles, an Ballerburg irgendwie mitgebracht? Also was für Equipment, da habe ich keine Ahnung davon. Also mein Job ist ja als Musiker da zu sagen, wie es aussehen soll, mir das alles viel zu einfach vorzustellen und dann muss jemand umsetzen. Aber wir haben das natürlich von einem renommierten Stage-Designer, Bühnendesigner bauen lassen. Ja. Und das sind wirklich Leute, die machen die aus 2 Sperrholzplatten und bauen die ihren Enterprise nach. Ihr hattet gestern in Hamburg quasi den offiziellen Deutschland-Tour-Auftakt, aber ihr wart ja schon ein paar Tage vorher in England unterwegs. Ja, ne? Habt ihr euch da in kleineren Clubs irgendwie warm gespielt oder wie lief das? Genau, also das haben wir jetzt nicht explizit zum Warmspielen gemacht, aber war natürlich eine schöne Fingerübung vorher. Wie groß sind da so die Venues dann in England gewesen? London zum Beispiel? London war, glaube ich, so ein 2000er Venue. Ach, so kleine Venues, so 2000er. Ja, muss man sagen, haben wir aber auch mit englischen Bands noch zusammen gespielt. Okay. Und die Venues, die wir dann selber gespielt haben, ist so zwischen 500 und 1.500. Also wirklich klassisch warm spielen und die große Produktion kommt dann jetzt hier. Oder gestern in Hamburg stattgefunden. Jetzt nicht so eine Riesennummer, wie weil unser sympathischer Thüringer Dialekt, da kommt im Englischen nicht so ganz durch. Hello. Hello. Hat Spaß gemacht. Und gestern in Hamburg, wo habt ihr da losgelegt? Welches Venue war das und wie viele Leute waren da? Das ist ein neuer Venue, das ist so eine Basketballhalle. Da hatten wir so einen Spinal Tap-Moment, da hat einfach die Hälfte unserer Deko nicht durch die Tür gepasst. Ach du Scheiße. Ja, so ein Basketball ist kleiner als die Bühne, ne? Ja, Basketball haben wir gemerkt dann im Duschraum. Die Duschen, die hingen irgendwie so 2,50 Meter Höhe. Und ich dachte, Alter, wo kommt denn das Wasser her? Aber klar, wenn du da so ein Center bist in der Basketball-Bundesliga. Okay. Ne, da kommt die kleine Band zu dem großen Basketballer. Genau, das haben wir natürlich nicht. Sag mal, aber so generell muss das doch schon so ein bisschen, hat das glaube ich für euch schon so einen Klassenfahrt-Impetus, oder wahrscheinlich? Weil, das hat es immer, ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also, weil ihr habt ja eure Serious-Jobs so, die meisten von euch, ne? Du bist Jurist, ich glaube Chris ist Berufsschullehrer oder sowas. Der hat Berufsschullehramt studiert, aber ist jetzt, glaube ich, bei einer Firma, die so, ich glaube, bei einem Wissenschaftsverlag, also die sich mit Schulbüchern und didaktischem Zeug befassen. Mollo, euer Sänger, Intensivkrankenpfleger, macht er immer noch? Ja, ich glaube, der ist jetzt eher so ins Gesundheit-Marketing gewechselt, da mussten selber mal fragen. Ja. Aber Fakt ist nun mal, also theoretisch, wenn es die Band nicht geben würde, ihr hättet auch so euer Auskommen wahrscheinlich, ne? Hätten wir, ja. Also da würde ich meine Juristentätigkeit natürlich von 50 auf 100% hochfahren. Ja. Nee, alles gut, aber das ist ein schönes Gleichgewicht, ne? Deshalb gibt es uns ja auch noch und auch in einer stabilen Besetzung, weil wir einfach so Gleichgewicht haben. Ne? Wir kotzen uns halt nicht 200 Tage im Jahr auf Tour an. Ja. Wir sind wahrscheinlich die erfolgreichste Hobbyband der Welt. Ich weiß nicht, ob man es mitkriegt, aber ich höre so ein bisschen Walkie-Talkie-Funk. Und Feuerprobe steht an. Muss alles abgenommen werden. Der Himmel soll zwar brennen, aber kontrolliert. So, Molle, Markus Bischof ist da bei mir, der Sänger von Heaven Shall Burn. Das ist korrekt. Klingt so ein bisschen sehr lapidar als erste Frage, aber wie geht's dir? Für mich natürlich wichtig ist jetzt die Stimmenproblematik. Dahin zielte meine Frage tatsächlich hin so ein bisschen. Ne? Genau, ich klinge etwas nasal, aber das ist halt leichte Erkältung, so, die wahrscheinlich im Bus immer kreiselt, aber zum Glück bis jetzt nicht auf die Stimme gegangen ist. Ja. Und ich habe einiges umstellen müssen, habe natürlich auch einen Vocal Coach, der mich begleitet oder auch vorbereitet hat. Ja. Habe auch Übungen, also so wie man das dann eigentlich auch korrekt macht. Und ich kann nur an die Jugend appellieren, macht es gleich von Anfang an richtig, dann werdet ihr nie Probleme bekommen. Und da muss ich tatsächlich gerade richtig reingrätschen, weil Julius und ich, wir waren auch zusammen bei Rock am Ring und haben gedreht. Wir haben gesehen auf der Alterna, die haben ja immer andere Namen mittlerweile. Ich nenne sie immer noch Alterna Stage, die zweitgrößte. Überblick, ja. Da müssen wir hin, ne? Und dann, Heaven Shall Burn spielen jetzt und auf einmal 6 Minuten später lief da irgendwelche Umbaupausenmusik und wir so, what happened? Und dann so Instagram gecheckt und so.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern? Beschreib mal, also es ist wahrscheinlich ein schrecklicher Moment für dich, oder? Also daran erinnern werde ich mich mein Leben lang, definitiv. Und es war einer der traurigsten und schrecklichsten Momente in meiner musikalischen Karriere, definitiv. Und natürlich weiß ich habe schon viel schlimmere Sachen erlebt als Krankenpfleger auf einer Intensivstation ja sowieso. Aber rein beruflich, also musikalischerseits und so, war das Schlimmste natürlich. Also, das jetzt heißt, von jetzt auf gleich, du standst auf der Bühne und auf einmal kam kein Ton mehr aus deinem Hals raus, oder? Ich habe im Endeffekt also ich war auch vorher leicht erkältet, habe ich vermute mal In-Ear-Problematik gehabt, also das nicht den guten Sound, habe ich mir selber nicht gut eingestellt, da kann unser Kunde jetzt nichts dafür, ich muss ja nur klar äußern, was ich will. Und habe dann einfach zu sehr gepresst, wahrscheinlich. Also es kam eine Verkettung von vielen Umständen, keine Erwärmung, es war regnerisch kalt, das sind viele Dinge, die da zusammengeführt haben. Das ist ein komplexes System ja alles. Absolut, so, ne? absolut. Und das ist jetzt, und dann im Endeffekt habe ich schon mitten, weil es war glaube ich Übermacht damals, den wir gespielt haben, mitten, da hat sich die Stimme verändert. Man kennt ja seine Stimme so im Kopf, also im Gehör. Und das macht dann doch Angst in dem Moment auch. In dem Moment hat das nur mir Angst gemacht und wusste aber, typischer Krankenpfleger, sofort, wir brauchen es nicht probieren oder irgendwie noch 5 Songs. Nee, sofort Schluss, sonst wird der Schaden noch größer und es war auch die richtige Entscheidung. Und die anderen aus der Band auch wahrscheinlich auch so, Alter, was ist los? So, genau, ne? Mike hat ja auch gesagt, er hat mich noch nie so also die Augen oder wie ich die angeguckt habe und gesagt, ich kann nicht mehr, es geht heute nicht mehr. Krass. So hat er mich noch nie in so einem Gesichtsausdruck gesehen und wusste, das ist ernst. Wow, ja. Abgesehen davon noch, von der ganzen Sache, war es natürlich auch eine wichtige Zeit für mich, um mich zu reflektieren und möchte ich das überhaupt noch? Kann ich das vielleicht auch gar nicht mehr ausüben? Dann muss man sich ja mit sämtlichen Fragen auseinandersetzen. Next up, Soundcheck, Evan Schauber. Ich sag mal so, komplett leere 4000er Halle. Das ist richtig laut, Alter. Okay. Und hey! So, dann mal die Bühne, letzter Feuercheck. Warum hat man die gleiche Gitarre zweimal? Sind die gleich gestimmt oder unterschiedlich gestimmt? Nee, das ist auch nicht die gleiche Gitarre. Das ist halt einfach nur, wenn... Aber sehr ähnlich, ja. Ja, bei so mittelmäßig begabten Leuten wie mir passiert das ja auch mal, dass du in den Graben runterfällst, den Hals abbrichst von der Gitarre. Das ist tatsächlich schon passiert, ja? Ja, dass ich in den Graben runterfalle, die Gitarre verstimmt ist und so. Und das ist halt besser, wenn du dir gleich eine komplett neue nehmen kannst, ohne dass du erst mal gucken musst. Ja. In die Notaufnahme, was ist hier irgendwie kaputt. Musiker oder Gitarre, Notaufnahme? Normal Ersatzgitarre. Wir sind total unkompliziert. Wir spielen mit einem Tuning die komplette Show durch. Was ist das, Drop D oder sowas? Drop C. Okay, noch ein bisschen tiefer, ja? Ja, genau. Okay. Das ist eine alte Maschinenhead-Schule. Und du hast klassisch so kleine Tretminen da, auch gar kein großes Rack. Und wer schaltet die? Trittst du da selber drauf? Das ist so echt so ein Bullshit. Das ist ja nur ein Noise Gate und ein Tuner. Also die Tretminen machen soundmäßig eigentlich gar nichts. Ja, okay. Ich habe hier die Engel-Amps. Also richtige Gitarrentopteile mit Röhren, ne? Ja, das ist so richtige, wie soll man sagen, fast schon analoge Amps. Fast schon Paleo. Vorzeitlich. Musiker heutzutage. Ja. Nee, wirklich, aber weil ich komme mir da einfach blöd vor, in so eine digitale Büchse reinzuspielen. So Camper und so heißen ja, die. Da ne? müssen machen auch einen geilen Sound und so, ne? Also will ich nicht sagen, aber es sieht halt scheiße aus. Ist halt egal von welcher Firma. Aber wir haben natürlich so einen Grundsound. Zum Glück haben wir einen Sound als HSB, ne, der unten drunter rollt und dafür bin ich zuständig und ein bisschen feinere Finger, dafür ist unser Ali zuständig. Dann ein bisschen Double Bass Teppich und dann rollt die Maschine. Genau, ne? Genau, darum geht's ja. Ne? Das soll nicht übermäßig kompliziert sein. Ja. Bei uns ist ja eher die Energie das Statement ne? Und gar nicht so das künstlerische Gefrickel oder so. Und das ist ja ein Dream Theater oder so. So, Punkt 17:30, Einmarsch.
Man sieht schon, man ist motiviert. Erstes Heaven Shall Burn Konzert? Ja. Tatsächlich? Ja. Aber schon länger Fan, oder? Ja, seit frühen 2000ern ungefähr. Also ich glaube, so der erste Song für mich war Endzeit. Ja, so, schon ein paar Jahre her, ja? Okay. Ja, das war so das erste, was mich mitgenommen hat und seitdem eigentlich konstant. Wenn du Heaven Shall Burn schon seit der Endzeit hörst, so, das ist ja schon echt ein Zeitraum so. Was macht die Band für dich besonders, dass sie dich so viele Jahre quasi im Bann hält? Das ist, glaube ich, eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Also erstmal sind die musikalisch halt immer auf einer super guten Schiene unterwegs. Die haben einen eigenen Sound, der sich trotzdem immer wieder von Album zu Album unterscheidet und auch entwickelt. Inhaltlich super interessante Band, super viele interessante Texte, super viel, was man da eben mitnehmen kann. Grundsätzlich sympathische Menschen, muss man ja auch mal sagen. Ist auch Ja, kann ich bestätigen, ja. super sympathische Band. Ja, also wirklich vieles. Was gibt's nicht zu mögen? Ne? Also, What's not to like, sagt der Engländer. Ne? genau. Ich bin der Ersatz für einen Kollegen, der ausgefallen ist. Also, Das sind ja die besten Voraussetzungen, oder? ja, okay. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ich glaube, ich verrate nicht allzu viel, wenn ich sage, das klingt ein bisschen anders als Electric Callboy. Ist wohl wahr? Hat meine Cappy mich verraten? Also, Ja, ein Stück weit, ja. Sag mal, für dich heute erstes HSB-Konzert oder wie ist es? Nein. Ja gut, das heißt ja nichts, Ja, oder? das heißt ja nicht, aber hier, guck, Tour-Shirt vor. Oder kriegt man das Shirt nur, wenn man schon 10-mal auf einem HSB-Konzert war? Nö. 9-mal, ne? Ja, genau. Erstes Heaven Shall Burn Konzert für dich heute? Nein, drittes. Drittes? Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist? 16. Und du hast schon 3 Heaven Shall Burn, also das ist ein drittes heute, ja? Ja. Wurdest du da auch von jemandem begleitet oder warst du immer da alleine? Nee, da wurde ich begleitet. Okay, von wem? Von meinem Vater und Okay. von meiner Mutter. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht direkt drüber gucken, so. Ja. Kannst du mit der Musik was anfangen? Ja. Ja? Ja? Wie oft hast du sie schon live gesehen? Heute zum ersten Mal. Nein, aber wahrscheinlich schon 10-mal oder so. 10-mal? Ja. Steile These, aber habt ihr euren Bengel an diese harte Musik rangeführt eigentlich? Weiß ich nicht. Ist ein bisschen weit hergeholt vielleicht. Was machen die so gut und besonders live, dass du die schon so oft gesehen hast? Sind nette Jungs aus meiner alten Heimat auch. Und So wie ein Schuh draus. So, kleiner Serviceblock zwischendurch, paar Zahlen. Ich glaube, die letzten 4 Alben von Heaven Shall Burn waren alle mindestens Top 3 der deutschen Albumcharts. Das vorletzte Album von 2020 war es, glaube ich, waren sogar auf Platz 1. Also viel mehr als harte Metalband geht, glaube ich, nicht. Erstes HSB-Konzert für dich heute? Nee, das erste war 2006, 2007, glaube ich. Boah, jetzt hättest du dich vorbereitet. Ja, tatsächlich schon so ein bisschen. Wie eigentlich fast jedes Im Gegensatz zu mir bist du vorbereitet. 2006, 2007, wo war das? Weißt du Das noch? war in Köln, Live Music Hall. Okay, Das war eine Tour damals mit Caliban, Ausschau Parish und I Killed the Prom Queen. Da war Alter Heaven Shall Burn Schwede. noch recht klein. Du bist ja hier Heaven Shall Burn Wikipedia, ist ja krass. Das letzte habe ich das im Mainstream gesehen in Münster. Ja. Da war ich auch beeindruckt, wie viele Leute die mittlerweile anziehen. Also wenn ich bedenke, dass es seit 20 Jahren gibt, das ist schon maximal beeindruckend, der Weg. Aus Über Thüringen. 20 Jahre. Ne? Ja, schon krass. Und wie oft hast du sie insgesamt gesehen? 5, 6 Mal? Boah, nee, deutlich mehr. 10, 12 Mal, glaube ich. So oft? Ja. Krass. Doch. Ja. Was machen die denn für dich live so gut, dass man da so oft hingeht, Alter? Ich mag die ganze Gitarrenarbeit. Das ist für mich einfach so, es ist durchaus orchestral, wenn man das so betrachtet. Ne? Im Bereich des Metal ist es schon sehr orchestral und die haben einfach eine wahnsinnige Energie, also die das mit auf die Bühne bringen. Die Shows sind eigentlich immer gut und auch der ganze Bühnenaufbau, das ganze Bühnenbild. Auf dem Mainstream war das ja maximal groß auch, das ist hier deutlich anders. Aber was die an Arbeit da reinstecken in ihre Live-Shows, ist maximal gut, ja. Und ganz wichtig, Heaven Shall Burn sind natürlich nicht alleine hier heute Abend zu Gast im Palladium. Die haben 3 richtig geile Support-Acts dabei. 2 Ami-Bands, einmal Frozen Soul und Blake Dahlia Murder, die schon gefühlt irgendwie so ein Vierteljahrhundert unterwegs sind. Und aus Schweden so eine Band von ehemaligen In Flames-Mitgliedern, die Halo Effect. Und auf die habe ich richtig Bock. Die finde ich im Moment sogar tatsächlich geiler als die aktuellen In Flames. Mal gucken. So, der liebe Bene Walter ist bei mir. Ich hoffe, ich ordne dich jetzt gerade richtig ein. Du bist Produktionsleiter für die aktuelle Heaven Shall Burn Tour? Ich bin der Stage Manager für Stage die Heimat-Manager. Genau. Genau. Was heißt das genau? Das heißt, wir haben 4 Bands mit 4 Produktionen und 4 Schlagzeugen und ganz vielen verschiedenen Menschen, die wir hier jeden Tag über die Bühne bringen möchten, also auf die Bühne bringen möchten und dann erfolgreiche Shows. Musst du die dann auch wieder runterbringen von der Bühne? Ich muss sie auch wieder runterbringen, damit wir Platz haben für die nächsten. Genau. Ja, okay. Und ja, ich bin so quasi die Schnittstelle, sowohl zeitmäßig als auch Kommunikation mit der jeweiligen Venue und den Dienstleistern. Okay. Das heißt, du musst zwischenmenschliche Skills haben, aber vor allem auch technische wahrscheinlich. Genau, ich habe einen sehr großen technischen Background und genau, sehr viel Kommunikation und auch so ein bisschen Einführungsvermögen zu sagen und habe hier einfach ein ganz großes Glück, dass sämtliche beteiligte Bands totales Herz haben, wenn einfach kein Platz da ist, das völlig mit fein sind.
Nice. Was ist das Geile an dem Job und was ist das Nervigste? Das Geile sind einfach die Menschen. Also von der Band angefangen, über jeden Einzelnen, weil die ziehen wirklich auch die allergeilsten Leute an. Das macht total viel Laune. Machst du zum ersten Mal Heaven Shall Burn oder hast du schon ein paar Mal gemacht? Ich mache das zum ersten Mal auf dieser Position. Ich bin vorher als Lichtsystemer schon mitgefahren, habe die Band lieben gelernt und offensichtlich auch andersrum. Weil das ist tatsächlich bei denen ein Nasengeschäft. Da kommen Menschen mit denen sie können. Und deswegen fühle ich mich sehr geehrt, auf dieser Position jetzt zu sein. Ich habe ja auch schon mit Molle und Mike gesprochen und die meinten so, die haben ja auch ihre richtigen Jobs und so weiter und so fort. Und für die ist das ja wirklich, also der Begriff Klassenfahrt fiel halt ein paar Mal, kannst du anscheinend bestätigen so, ja? Kann ich absolut bestätigen. Ich habe auch meinen richtigen Job, der ist zwar sehr ähnlich, aber eher im Industriebereich. Okay. Aber wo ich sage, für mich ist auch ganz groß Klassenfahrt machen. Also du machst gar nicht 24/7 Tourbegleitung und so weiter, sondern du machst das, weil du Bock drauf hast, das mit Heaven Shall Burn zu machen sozusagen. Sowas von. Das ist genau. Krass, das ist richtig Family dann. Absolut. Ey Bene, vielen Dank, cool. Das wusste ich gar nicht, das hätte ich nicht gedacht. Geil, cool. Für so einen Amateur machst du das ganz professionell. So, los geht es rein, Leute. Abend, erste Band Frozen Soul aus Texas, richtige 90er Jahre Death Metal Walze. Sind geil. Also näher als Frozen Soul kann man den ersten 3, 4 Ballthrower-Platten im Moment nicht kommen. In der Musiklandschaft muss jeder checken, die Band. Und die Bassistin hatte das gleiche Bassmodell wie Joe Bench von Ballthrower, ne? BC Rich Ironbird. Wahnsinn. So, liebe Leute, weiter geht die Reise. Next up, absolute Metal, Death Metal, Metalcore-Institution aus den USA, seit 25 Jahren mittlerweile am Start. Vierteljahrhundert so, Black Dahlia Murder. Mike, ich habe gerade auch im Eingangsbereich so einen Animal White Watch Stand gesehen. Du warst, ich glaube, letztes Jahr warst du beim Wahlwerbespot für die Linke am Start. Ihr spielt bei Jamel Rock den Förster und so. Was ich mich eher frage, erstens, warum positionieren sich viele andere Bands da nicht so eindeutig? Und das andere ist, liegt das vielleicht daran, du bist Jurist, du bist Staatsrechtler? Ist das, weil du so viel out of the box denkst, dass du dann einen einfacheren Zugang irgendwie oder natürlicheren Zugang zu hast? Also, Juristen denken nicht in deiner Box, aber die denken definitiv in ihrer Box. Also ein Jurist, der out of the box denkt, ist schon mal ein ganz seltenes. Aber da du in 2 komplett unterschiedlichen Boxen zu Hause bist, kommt es wieder hin vielleicht, ja? Vielleicht, nee, aber ich glaube, an deinem ersten Angebot ist was dran. Ich glaube, es gibt viele Bands, die sich nicht verderben wollen. Wobei man auch sagen muss, es gibt viele Bands, die dieses "Ich will keine Politik im Metal" auch auf eine akzeptable Weise verfolgen. Ne? Also die sind hinter den Kulissen sehr aktiv, passen auf, dass auf ihren Shows keine Idioten rumlaufen und so weiter. Und dann finde ich das auch, wenn man dafür sorgt, dass garantiert keine Nazis auf Shows sind, kann man auch sagen, wir wollen keine Politik auf unseren Shows. Dann akzeptiere ich das auch. Ne? Ich will ja nicht, dass jede Band auf einmal ultrapolitisch ist. Ne? Das kann man ja auch nicht wollen. So, langsam geht's auf die Zielgerade. Ich hatte die Band eben schon mal erwähnt, die Halo Effect, ehemalige Mitglieder von In Flames aus Schweden. Bock drauf. Okay, Gitarrist hat wohl irgendwelche Probleme mit der Gitarre. Okay, das habe ich auch noch nicht so gesehen. Oh Mann. Blöger der Seuchenvogel, da gucke ich einmal von hinten, direkt mal schief. Ladies and Gentlemen, it's getting serious. Heaven Shall Burn, Heimattour 2026 und bitte.
singst ja, aber... Viel und ich beobachte viel und dann sehe ich auch, wie gesagt, die Begeisterung und das motiviert dich ja noch mehr. Summa summarum habe ich jetzt schon auf den ganzen Shows so ein Feedback, positives Feedback bekommen und Bestätigung, dass ich genau die richtige Entscheidung getroffen habe. Leute einzeln, die wirklich rauspicken, deren Mimik, deren Atem verfolgst, den sie bei dir vor der Bühne haben, das nimmt dich so mit. Ja, also ist wirklich cool. Mein Lieber, abgerissen. Famous last words, was sagst du? Geil, der Kölner Fasching. Fasching vor allem. Das war eine sehr kritische Phase der Show, als wir die Festivitäten in Köln als Fasching bezeichnet haben. Das passiert halt im Eifer des Gefechts. Das ist auch nicht so ein Thema, aber ich glaube Karneval heißt es. Ja. Ey, ich bin beeindruckt. Also wirklich, Bühnen-Set-Design, Licht, Feuer, so sehr geil. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Tag und dass ich den mit euch verbringen durfte. Ja, alles klar, wir bleiben in Kontakt. Sehr gerne, Mike. Vielen, vielen Dank. So, liebe Leute, ja, viel besser wird's nicht. Vielleicht wiederhole ich mich gerade, aber was ich noch loswerden wollte, weil ich habe die Ab und auch so ein bisschen vorbereitet schon vor ein paar Minuten. Ich sage einfach mal danke nochmal an die ganze Band Heaven Shall Burn. Zum einen für dieses extrem dicke Metalbrett, was die heute Abend hier gebohrt haben. Sehr beeindruckend und zum anderen natürlich, dass ich euch... Molle, da ist er nochmal! Meine Stimme schon, aber trotzdem, es war Wahnsinn. Danke Köln, danke euch. Ich gönne dir den wunderbaren Feierabend. Ja, danke. Erhol deine Stimme. Ja. Vielen, vielen Dank, Molle. What else to say? Wie ist es bei euch? Habt ihr Heaven Shall Burn schon mal live gesehen? Was bedeuten die euch? Haut in die Kommentare, da freuen wir uns. In diesem Sinne, haut rein und abonniert den Rockpalast. Johnny Cash im Hintergrund.